Herzlich willkommen zu dieser neuen kleinen Serie. Hier will ich euch all die netten Features vorstellen, die von der Speedrun-Community von Division 2 bekannt sind. Manche mehr, manche weniger, aber beim normalen Spielen werden diese kaum genutzt, weil, warum auch? Sie bringen einem nur etwas, wenn man schnell sein will, sind meistens inkonsistent, schwierig und lange aufzusetzen. Bin gespannt, wie viele du davon schon kanntest. Ich werde versuchen, mich so kurz wie möglich zu halten. Wenn du jetzt irgendetwas mehr wissen willst, bitte, schreib es in die Kommentare. Ich freue mich, ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und zu erklären. Heute beschäftigen wir uns mit den Bugs, die es einem erlauben, eine Area schneller zu bewältigen oder teilweise sogar ganz zu überspringen. Bleib auf jeden Fall bis ganz zum Schluss da, denn dort werde ich euch noch einen Trick zeigen, den so kaum noch jemand kennt. Der Super Drag. Original gefunden beim Dark Hour Speedrun erlaubt dieser Bug einem beim Start des Raides oder einer beliebigen Mission bereits in der Mission an einem Missions-Checkpoint zu stehen. Was bringt das? Man hat weniger Laufwege, bessere Positionierung, um die Ads zu clearen am Anfang. Hilft vor allem am Anfang der Mission. Der Nachteil davon ist natürlich, wenn man Leute in der Mission platziert, muss ein Teil der Mission eben bis dorthin von den nicht gedragten Personen alleine gemacht werden. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben Spieler 1 einen Resetter und Spieler 2 einen Dragger. Das können auch mehrere sein. Die Dragger porten sich auf die Mission oder eine Person, die sich in dieser Mission befindet. Und sobald alle Leute im Ladebildschirm sind, wird Reset gecallt. Daraufhin resettet der Resetter, der am Anfang der Mission steht, die Mission. Da alle im Ladebildschirm sind, wird man nicht am Start der Mission hingesetzt, sondern landet dort, wo man gerade hingeportet hat. Je nach Mission triggert das diese Mission dann instant oder kann manuell von einer Person, die am Anfang der Mission steht, gestartet werden. Extended Super Drag. Hier geht es um eine besondere Form des Super Drags, deutlich nerviger aufzusetzen, aber deutlich effektiver. Kaum verwendet, dadurch auch kaum bekannt. Wenn man eine Mission oder aber auch einen frisch abgeschlossenen Raid hat, gilt das als Open World Area. Heißt, wenn ich mich auf eine Person porte, lande ich genau auf dieser Person und nicht an einem Checkpoint, zu dem man die Mission gerade gespielt hat. Dadurch kann ich jetzt 3 Leute oder im Falle vom Raid 7 Leute an ganz speziellen Punkten der Mission hinsetzen. Und das ist nicht der gleiche Punkt für alle 7 Leute. Bisher haben wir das selber noch nicht verwendet, weil es ewig dauert vorzubereiten, aber ein Gedankenkonzept hierfür ist, in der Verbindung mit einem zweiten Skip, den ich euch nachher noch zeigen werde, ist das Vorfeld, der Tarmac von Dark Hours in unter 30 Sekunden theoretisch möglich zu machen. Open Doors. Bekannt vor allem aus früheren Iron Horse Zeiten, wenn man eine Animation hat und während diese läuft resettet, wird die Animation trotzdem noch fertig ausgeführt. Das gilt leider nicht für alles, aber viele Türen kann man so aufdragen. Dadurch kann man durch diese durchgehen, bevor diese überhaupt aktiv sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist Air and Space, wo man die ersten beiden Räume gleichzeitig vorbereiten kann und das Tor dann von innen öffnet. Chopper Skip. Vor ein paar Wochen frisch dazugekommen, der Chopper Skip. Man kann so ziemlich jeden Helikopter in diesem Spiel überspringen. Dieser Bug ist zwar nur für Legendär und Invasion interessant, dort aber dafür umso mehr. Das erste Mal gesehen, mit eigenen Augen, habe ich diesen Bug vor über einem Jahr, als Broken Dual legendär gesolot hat und nach mehreren Stunden Brain AFK reinrennen plötzlich die Helis weg waren. Doch wir wussten nicht warum oder wie. Vor einigen Wochen wurde dann bekannt, wie das genau funktioniert. Wenn man in dem Moment die Mission resettet oder wiped, während der Chopper angeflogen kommt, besteht die Chance, dass er verbuggt. Passiert das, kommt dann genau dieser Chopper in der aktuellen Session nie wieder. Ja, ihr habt richtig gehört, die komplette Session. Spielt man die Mission dann, ist es so, als wäre der Chopper bereits erledigt gewesen. Normalerweise benötigt man 6 bis 10 Versuche, um einen Chopper zu verbuggen. Heißt, um Dua vorzubereiten, benötigt man gerade mal so 10 Minuten. Wenn man jedoch alle Chopper in Roosevelt Island überspringen will, was bisher übrigens noch keiner gemacht hat, benötigt man schätzungsweise um die 6 Stunden, um alles vorzubereiten. Waiting for other agents Skip. In vielen Missionen gibt es Wartebereiche, wo man warten muss, bis alle Agenten in einem Raum sind, bevor es weitergeht. Das ist besonders dann nervig, wenn man weit verteilt ist und eine Person besonders weit hinten
sodass man mehrere Sekunden warten muss. Dafür gibt es jedoch einen einfachen Trick. Die Person, die weit weg ist, verlässt einfach das Missionsgebiet. Also portet zu einem Safehouse oder was ähnlichem in der Nähe. Im besten Falle so früh wie möglich. Sobald alle anderen dann in der Waiting Area sind, ist diese dann direkt als fertig markiert und man kann direkt weitermachen. Agenten, die außerhalb der Mission stehen, zählen nämlich nicht zu diesem Counter mit rein. Sobald das Warten dann übersprungen ist, kann die Person, die rausgeportet ist, einfach wieder reinporten und man macht ganz normal weiter. Kreatives Denken. Zu diesem Punkt möchte ich echt nicht viel sagen, weil das sehr situationsbedingt ist. Häufig gehen Missionen im Kreis und man sieht ein und denselben Raum mehrfach aus verschiedenen Winkeln. Beispielsweise im Kapitol kann man, wenn man aufs Dach gehen würde, kann einfach einer rückwärts gehen und dieser ist dann schon unten am Seil, bevor dieses überhaupt existiert. Wallclipping. Zum Schluss will ich euch noch einen sehr unbekannten Trick zeigen, den ich bisher noch niemandem gezeigt habe. Und zwar, wie man sich durch manche Wände buggen kann. Cover-to-Cover ist nämlich kaputt. Bei manchen Türen ist eine Hitbox falsch gesetzt, was es dir erlaubt, durch die Wand durch in Cover zu gehen. Gehst du allerdings aus der Cover wieder raus, landest du am Ursprungsort. Wo es jetzt aber interessant wird, ist, wenn man sich durchbuggt und im Anschluss einen Cover-to-Cover-Move macht. Das überschreibt aus irgendwelchen Gründen nämlich die Position des Spielers. Verlässt man danach die Cover, landet man auf der anderen Seite. Dieser Trick funktioniert leider nur an wenigen Stellen im Spiel. Mir persönlich sind 4 bekannt, 3 davon in der Open World. Entsprechend unnütz ist der Trick momentan leider. Aber da baue ich jetzt auf euch. Eventuell findet ihr noch weitere Anwendungsfälle, wo man gut Zeit sparen kann. Und damit sind wir allerdings auch schon am Ende meiner kleinen Liste. Und wie viele davon kanntet ihr? Welche sind euch neu? Nächste Woche geht es dann weiter mit einer Liste an Features bezüglich des Chem-Werfers. Und ja, dieser Skill hat genügend Features, dass man darüber ein eigenes Video machen muss. Bis dahin, ich verlinke euch hier einen unserer Speedruns, wo man viele der gerade gezeigten Tricks verwendet. Ein Capital Hard Run. Schaut den euch auf jeden Fall an.